Schönen Nachmittag. Haben Sie oder hatten Sie einen tollen Chef, eine super Chefin? Gibt es das heute überhaupt noch? Und vor allem, was macht einen guten Chef bzw. eine gute Chefin aus? Darüber rede ich heute mit meinen Gästen auf der Bühne, die alle zusammen ein wirkliches Glück im Berufsleben haben, denn sie haben einen Chef zum Verlieben. Ob Peter weiß, wie der ideale Chef sein sollte, denn den hatte er nie. Hier ist der Peter. Also das war schon so eine ideale Geschichte gewesen. Das war eine wunderbare Geschichte. Wunderbare Ja. Geschichte. Du weißt, wie er sein soll, der ideale Chef. Du bist so ein sogenannter Inspirationscoach. Ja, also Wissen. Ich denke mir, was eine gute Art ist, Menschen zu führen oder Menschen ein Umfeld zu geben, dass sie gerne arbeiten. Es gibt einer meiner Lieblingssprüche ist, wenn du das tust, was du liebst, wirst du nie mehr wieder im Leben arbeiten. Und Und das hängt vom Chef ab auch. ja, das hängt sehr wohl vom Oder der Chef ab. Chefin. Oder von der Chefin, selbstverständlich. Es hängt davon ab, welchen Freiraum gebe ich meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern? Lasse ich sie entfalten? Nehme ich ihnen, das kam heute schon mal vor, nehme ich ihnen die Angst, etwas tun zu dürfen, eigene Vorschläge reinzubringen, eigene Ideen reinzubringen, einfach auch kreativ zu sein und dieses Umfeld aufzubauen, die Kreativität zu fördern. Und auch auf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einzugehen, das ist meiner Meinung nach sehr wichtig. Und es sind ja auch Persönlichkeiten, die da arbeiten. Und wenn ich jemanden einstelle oder wer in meiner Firma ist, dann möchte ich ja was von dem. Und ich möchte ja, dass er auch an dem Ziel arbeitet, das ich Aber habe. ist man quasi geboren zum Chef oder zur Chefin? Also ist es so ein bisschen, dass man einfach einen bestimmten Charakter mitbringen muss, um wirklich auch gut umgehen zu können mit den Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen? Die Frage ist schwierig, weil jeder etwas unter einem Chef etwas anderes versteht. Also bist du darauf geboren? Ich weiß es nicht. Es ist eher so, du führst so, wie dein innerer Charakter ist. Und das, was du bekommst zurück, ist so, wie dein innerer Charakter ist. Ist das so, Angie? Ja, ich glaube, es ist sehr wichtig, auch sich immer wieder zurückzuversetzen, speziell in der Jugendausbildung, die Wie ich deine mache. Chefin war. Wie war ich zu dieser Zeit? Ach so, okay. Dann versteht man viel mehr auch diese Altersklasse, sage ich mal. Also man braucht Einfühlungsvermögen. Man muss natürlich die Balance halten zwischen schwarze Zahlen zu schreiben und was kann noch durchgehen. Also das ist speziell mit Jungen, wenn man da arbeitet, oft den Balanceakt. Wie viel Druck kann ich geben, ohne dass der gleich aufgibt? Wie viel Druck muss sein, damit er das Ziel erreicht? Oder Motivation, ist auch in der Schule schon so. Ja. Also wenn die Kinder motiviert sind, lernen sie leichter. Ja. Oder arbeiten vielleicht lieber Ja. und schneller. Das nicht? ist natürlich auch sehr wichtig und da sage ich, ist es vielleicht auch in kleineren und Mittelbetrieben, speziell für Jugendliche heute, die Schwierigkeiten haben, einfacher Fuß zu fassen, als in einem großen Unternehmen, wo sie vielleicht nur eine Nummer sind. Und deshalb möchte ich nicht nur für mich da sprechen, sondern für die ganzen Lehrbetriebe, die sich wirklich jeden Tag bemühen, den Jugendlichen einen schönen Start ins Leben zu geben, ihnen den Beruf nahezubringen. Es ist ja oft so, dass einen Erzieher, Lehrer, ich sage jetzt ganz extrem, brechen können. Also die können dir wirklich die Freude dran nehmen, wenn das einfach nicht so ein Miteinander ist. Das hast Ja. du erlebt Ja. bei einem deiner Ex-Chefs? Ja, ich hatte tatsächlich mal einen Chef, der nach mir gepfiffen hat. Also der betrachtete mich als seinen Hund, als seinen Eigentum. Also es war einfach sein sehr individuelles Ich, was da rausgekommen ist. Das war auch so der Zeitpunkt, wo ich mir gedacht habe, Moment mal, ich entscheide selber, was ich tue. Ich entscheide selber, wen ich mag und
Habe dann auch beschlossen, dass ich das nicht mehr haben möchte. Habe dann daraufhin auch das Unternehmen verlassen. War das da, wo du ziemlich zugenommen hast? Ja, ich Ja. hatte mal sehr viel. Ja. Aber das war wirklich so, irgendwer hat das gesagt, psychosomatisch, Schutz. also Schutz, Das genau. ist Der hat Schutz. dich sozusagen hingetrieben, kann man Genau, sagen, weil du genau. unglücklich warst und dann Ganz genau. Frust. Frust. Fressen Also ich hast, hatte da fast 50 Kilo mehr als jetzt. Also es war schon ziemlicher Frust. Es ist ein Schutz, den du aufbaust, nicht ranlassen und sich dagegen zu wehren. Ich habe dann dahinter, hinter meiner Schutzmauer, dann langsam das Selbstwertgefühl aufgebaut und dann auch zu wissen, wie was geht du das? möchtest. Weil oft ist es ja so nur ein kleiner Spagat oder nur ein bisschen so zum Mobbing und dass man dann Ja. ganz verzweifelt, nicht? Ja, das Mobbing empfindest ja dann immer selber. Also was ist wieder Mobbing? Also immer, ich kann nur raten, immer bei sich selber zu bleiben. Ja, wenn meine Gefühle verletzt werden, mein Ich verletzt werden, meine Werte Ja. verletzt werden, immer bei sich selber zu bleiben. Das ist in diesem Fall am wichtigsten und ich denke mal, das wäre so ein Schlüssel, um das eigene Selbstwertgefühl wachsen zu lassen. Und dein Ziel ist, der beste Chef der Welt zu werden. Nicht nur, also mein größtes Ziel ist, dass auch in meinen Vorträgen und in meinen Schulungen, dass die Leute ihren Traum finden, dass sie das tun, was sie lieben zu tun. Das ist mein größter Wunsch. Und wenn ich immer einen schon treffe, der das macht, bin ich glücklich. Und du hast noch gesagt, meine Mutter ist meine Chefin und Lehrmeisterin. Ja, Wie ist das zu ich habe verstehen? sogar zwei davon. Zwei Mütter? Eine echte und eine Adoptivmutter. Okay. Und beide waren meine Lehrmeisterin. Die eine musste mich hergeben und hat ihr Leben damit verbracht, zu verzeihen und sich selber zu verzeihen. Und ich habe bei ihr gelernt, nachdem ich sie über 40 Jahre wieder getroffen hatte, habe ich bei ihr gelernt, wie man es vielleicht schafft und damit umgeht, trotzdem das Vertrauen hineinzugehen, wenn dein Sohn wegkommt und der groß wird. Und dadurch habe ich wahnsinnig viel gelernt zum Thema Vertrauen. Und die andere Mutter, die mich adoptiert hatte, da war ja genau die andere Situation. Ich nehme jemanden auf, den ich eigentlich nicht kenne, ja, liebe ihn wie meinen Sohn. Und hier auch wieder dieses Vertrauen in jemanden zu geben, das habe ich auch von ihr gelernt. Und das sind so zwei ganz wichtige Werte in meinem Leben. Vertrauen geben, Vertrauen nehmen. Und ich glaube, das ist schon eine gute Basis, um dann weiterzuarbeiten. Ja, schön. Sind doch schöne abschließende Worte. Vielen Dank, dass ihr da wart. Ich glaube, dass es vielleicht jetzt noch mehr Spaß macht, gell? Zu arbeiten mit so einer Chefin zum Beispiel. Gell? Gut, danke schön. Schau, mit einer Superchefin, mit einem Superchef macht das Arbeiten gleich doppelt so viel Spaß. Und ich weiß, wovon ich rede. Servus. Beziehungen unter Geschwistern können sehr vielfältig sein. Mal sind sie Rivalen, dann wieder große Vorbilder. Erzählen Sie uns Ihre ganz besondere Geschwisterbeziehung unter 0900 91 00 98.